So, liebe Freunde, wir schauen uns jetzt was an, was sehr, sehr außergewöhnlich ist. Ich rede einfach nicht so viel und wir legen los. Digga, das ist so heftig. Das, was man da sieht, gehört einfach kein Millimeter zusammen, gell? Das ist interessant, weil Guppy ist ja auch das Lebewesen, mit dem jeder, glaube ich, mal angefangen hat. Und auf einmal in dem Salzwasser weg. Ja, so gefühlt hätte ich gedacht, die müssen sofort umkippen, oder? Mir fehlen auch wieder die Wasserparameter. Da hinten ist einfach so eine Weichkoralle. Also da merkt man immer wieder, wie robust Guppys sind. Der hat das bestimmt aber über Generationen immer weiter aufgesalzen. Das war bestimmt ein langer Prozess. Das ist gut möglich. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber guck dir auch an, wie Das gut kann es doch den nicht Guppys sein. geht. Das kann doch nicht sein. Sie sind einfach quietsch lebendig. Das ist krass. Ich kann es nicht glauben. Also ich muss sagen, falls es den Tieren nicht schadet, wäre es schon geil, so ein Becken zu haben. Eigentlich schon. Jeder wird so ein Mind-Blind-Effekt, also die Leute würden nicht klarkommen, wenn die zu dir nach Hause kommen und denken, ey, das ist ein Meerwasser-Aquarium, aber wie, da sind Guppys drin. Die sehen auf jeden Fall sehr agil aus. Ich meine, das mit den Lebendgebärden passiert auch absolut in der Natur. Die kommen in Brackwassergebieten auch vor und die schwimmen einfach ins Meer raus und denen geht's gut so. Ich will noch mehr sehen dazu. Got the fish from Petco. 5 mollies going in our saltwater tank in the 20-gallon. Molly kennt man heutzutage aus Wegbox. We'll see if they acclimate good enough. And let's see how they do in the tank. Let me show you how much it was real quick. And put them in a saltwater tank. I said it. You can put them in a saltwater tank. That's because mollies are brackish fish. You can put some freshwater species in a saltwater tank. You can't put all of them. There's only about like 10 species you could do it with. And mollies are one of them. Deswegen sind es auch so robuste Anfängerfische. Weil die kommen einfach mit allen- jedem Wasserparametern irgendwie klarkommen. Deshalb sind die auch so weit verbreitet, glaube ich. Go to your home, put it in your tank, and it'll do fine. The only thing is that you can't put it straight from the fresh water into the saltwater tank. So you're gonna have to acclimate it very slowly to the salt level in your tank. As you guys can see, there's 2 blue mollies in there. There's a silver 2 silver mollies, and the big orange molly. I forgot its name. I think it's the gold dust molly. And just to show you guys, you can do it with any type of molly. And now I'm gonna show you guys how to acclimate them. You're gonna want to acclimate them very slow. I wouldn't really recommend to do it fast, because then they're already stressed, and then you put them in a different water environment, completely different. It's salt water. You're going from fresh to salt. So pour very, very little for the first time. That should do. And then the second cup, you're gonna go more, third cup more. You Ich get dachte, it. der macht jetzt voll die Mathematik raus. Da liegt so ein Spritzer, gell? Er erklärt seit 10 Minuten, was er macht, gell? Hat wahrscheinlich kennst du diese Zitronenwasser-Dinger genommen? Kennst du das? Ah, ja, ja. Hat da so Meerwasser rein und dann so Ja, das kann immer- sein. Oder so eine Spritze einmal in der Werbe. And give them a good hour. Ich hätte nicht gedacht, dass es an einen So, ja. Tag geht. Just think about it like this: when you get Ich a weiß nur, die sind sehr saltwater robust, fish aber or wie die das freshwater genau fish, machen, habe and you ich put echt them nicht into your tank. Let's say you're putting these freshwater mollies inside your freshwater tank. You know how you put them Also on was top ich of the- weiß, ist, du kannst so eine Salzwasserbehandlung bei Tieren machen. Mhm. Das heißt, wenn der Parasiten hat, kannst du die kurz in Salzwasser machen, halt für 10 Minuten. Mhm. Und Aber dann, auch und dann erst mal lassen die dran gewöhnen, Parasiten oder? ab, weißt du, die lassen los. Okay. Aber so, dass du die direkt so auf Meerwasser an einen Tag und dann direkt auch ins Becken, wusste ich jetzt auch nicht. on top of the tank, so they could get accustomed to the temperature, your water temperature. This is basically the same thing here, but you're just converting them from fresh to salt. So you want to do it very slow, give them time, so they can get accustomed to the tank and not be spooked when they go into the main aquarium. So Ich kann's mir just nicht think about vorstellen, it dass that die way. da gleich drin I rumschwimmen. know
I know many of you probably Ach, haven't das done ist- this before, so it's like Auch das Sozialverhalten von so einem Anemonenfisch Ja. trifft auf so einen Molly einfach, Oder auf ja. einen Guppy, ja, Molly. so. I'll show you guys the next clip where they will be in Der macht einen neuen the Clip. tank. Alright, guys, just wanted to show you guys the mollies inside Ah, the hat tank, reingehauen. obviously. Einen Monat später, There's ja. 2 silvers right there, one of the balloons, and one of the big orange ones. And in the back, Krass, there's da stimmt the so. other balloon molly. So there's 5. Aber so viel Kontakt haben die Anemonenfische nicht jetzt zu den Molly. They all survived. They are all eating really, really good, eating like pigs. And other than Hat sie gerade gesagt, die Essen eating. Geil. So kann man auch ausdrücken. Das ist dass voll sie gut surreal, sind. aber auf einmal sehen die aus wie Salzwasserfische, gell? Ja, vielleicht ist es auch die Beleuchtung. Ja. that, they're doing great in the tank. No complaints, no fighting between any of the Ohne fish. Scheiß, die sehen jetzt aus wie Meerwasserfische. The only thing that I would recommend you guys to do if you are gonna get mollies and put them in a saltwater tank, don't get them with like the longer tail, because this one had a longer tail and they kind of like nipped at it, but I guess they're attracted to it or something like that. But the other silver one there in the back, he had longer fins, and let me see if you can come to the front. Yeah, you see his fin, the top fin is obviously longer than the bottom one because they bit the bottom one off. But if you are, Und ist abgefressen? Ja. Okay. if you want to get the long fin ones, maybe just do it if you're gonna get, like, if they're the only fish in there, or maybe you put them in first and then you put the other fish in. Like, Ja, flasht. Krass, ja. Ja. Ey, ich sehe hier gerade, es gibt noch ein Video. Bears, and they have had babies. Here's one, and there's a couple more here. They've dropped down into the rubble system Die sind mit allen Wassern gewaschen. through the pipes. They basically are coral food at this point because I have not figured out how to raise them up yet, but I probably will get a breeding net or something so that I can raise more healthy saltwater mollies. A little bit more of the coral. Es ist einfach krank, wie unfassbar können die Parameter anders sein, so. Mehr geht eigentlich nicht. Ich finde es auch voll schön, diese Korallen, gerade wie die beleuchtet sind. Ja. Again, a couple weeks later, the coral's just blowing up with growth, getting even more colorful. I've started to frag and make smaller plugs so that I can spread this stuff around to other hobbyists. Ja, interessant, wieder was dazugelernt. Auf jeden Fall sehr Black heftig. Mollies und Guppys sind Brackwasserfische. Also können im Brackwasser auch vorkommen, ja. Was sagt ihr dazu? Würdet ihr Black Mollies oder Guppies in euer Salzwasserbecken einsetzen? Findet ihr das artgerecht? Sollte man das machen? Schreibt es in die Kommentare.